Heute zeige ich euch mal, wie ich mich in meiner Küche organisiert habe. Herzlich willkommen bei Vier Reifen ein Klo. Wir sind heute mal wieder im Vier Reifen ein Klo, weil ich möchte euch heute dann einfach mal zeigen, wie ich mich in meiner Küche und der Zubereitung und was ich so mache hier organisiert habe. Das ist ja echt manchmal eine Herausforderung, auf so einer kleinen Fläche irgendwie zu kochen, zu machen und zu tun. Aber ich habe da echt so meine Technik gefunden und hier zeige ich euch einfach mal, was ich so in den Jahren für mich entwickelt habe und vielleicht ist das ja was für euch. Ja, wir fangen mal an mit meiner Mini-Küche. So, ja. Spülen ist natürlich immer. Spülen ist immer so eine Sache. Weil welches Wohnmobil hat eigentlich eine Ablage für das Geschirr zum Abtropfen? Es ist doch fürchterlich, wie viele Küchen das nicht haben. Ja, und das ist natürlich immer so ein Problem. Wo stelle ich denn jetzt das Geschirr hin? Ja, ich habe so eine Abtropfmatte, die mir aber auch immer im Weg lag. Oder so ein Körbchen, das fand ich noch viel schlimmer, weil das muss es dann nachher irgendwo noch verstauen. So eine Abtropfmatte geht ja noch, aber so ein Körbchen, ganz schlimm. Von daher habe ich jetzt mal für mich gefunden, ihr kennt ja bestimmt diese tollen Eimer. Das nehme ich ja auch immer, wenn ich auf dem Campingplatz bin, dann spüle ich oft draußen, weil es mir einfach bequemer ist, weil es größer ist. Ja, und dann habe ich ziehe mal meine Schublade hier raus. Damit die Schublade nicht hängt, habe ich mir halt so eine Stange gebaut. Die stelle ich immer da drunter, damit die Schublade auch schön geschützt ist. Und dann kann ich meinen Eimer da drauf stellen. Ja, und wenn ich dann hier spüle, dann kann ich das alles da abtropfen lassen. Ich mache das jetzt nicht so voll, ich mache nicht immer alles, sondern ich trockne dann portionsweise ab. Aber so habe ich dann auch schon mal die Möglichkeit, mein Geschirr zu machen und trotzdem dort zu arbeiten. Ich habe eigentlich meine Arbeitsfläche verlängert. Ja, und damit halt die Schublade nicht leidet, gibt es eine Stange drunter. So viel dazu. Man muss ein bisschen umdenken. Wie ich meine Gewürze ja schon organisiert habe, habe ich ja im Video schon erklärt. Verlinke ich euch nochmal. Für mich ist ja wichtig, dass ich auch immer alles so beieinander habe. Jetzt habe ich ja hier oben halt auch mein Geschirr ein bisschen drin. Und da komme ich dann ja auch an die kleinen Schüsseln dran und ähnliches, kann das hier rausnehmen. Problem ist halt immer, wenn ich Salat mache, dann habe ich dieses ganze Öl und Essig und was weiß ich Zeug, habe ich hier halt nicht. So, da habe ich mir gedacht, was kannst du ändern? Aber da habe ich auch eine Lösung für gefunden. Und zwar habe ich mir hier auch einen Schrank organisiert, wo ich dann halt diese Kiste immer rausnehmen kann. Und da ist dann alles in Kleinformat drin, was ich so für Salate zum Braten und ähnliches brauche. Das stelle ich mir dann immer in die Küche und das kann dann auch stehen bleiben. Das stört mich nicht, das kann ich bequem wegräumen nachher, wenn wir wieder unterwegs sind. Und es wird auch nicht unbedingt bei uns durch die Gegend rutschen, aber ich packe es trotzdem weg. Ja, und eigentlich habe ich diesen Tisch als mein Hauptarbeitsplatz auserkoren. Weil ich kann den nämlich, hier unten, kann ich den nämlich hoch machen. Und ich kann den auch schieben, wie ich will. Das heißt, ich habe hier unten ja so ein paar Verschlüsse. Und meistens drehe ich mir den so zur Seite, damit ich auch hier einen Durchgang habe. Jetzt habe ich mir auch die Schränke so organisiert, dass ich hier im Schnellzugriff auch viele Gewürzsoßen habe. Oder auch, ich habe mir hier oben auch kleine Gewürze dran geklemmt, damit ich halt nicht immer wieder durchs Fahrzeug laufen muss, um irgendwas zu holen. Auch sind andere Sachen, die ich für die Zubereitung oft brauche, die sind dann immer hier drin. Ich habe dann hier Tomatensauce drin und Thunfisch drin und was weiß ich. Auch Sachen, die wir dann unterwegs kaufen, die packe ich dann hier rein und kann hier dann schneiden. Ich habe hier halt eine etwas größere Fläche, wo man wirklich dann besser arbeiten kann als vorne in der Kleinküche. Und das habe ich mir halt so organisiert. Hier ist eigentlich mehr unser Wohn- und Küchenraum. Und hinten ist dann Schlafen- und Badezimmer, weil die Schränke brauchen wir halt nicht. Wir sind nur noch zu zweit unterwegs und dann brauchen wir halt nicht für unsere Mädels, die mitgefahren sind, hier oben geschlafen haben und dann ihre Sachen hier reingepackt haben. Das hat sich dann alles relativiert. Ja, jetzt habe ich ja natürlich viele Flaschen hier drin. Das Gewicht dazu haben wir, deswegen keine Angst, Gewicht haben wir. Aber Flaschen klappern. Flaschen klappern und die haben mir sowas von den Nerv geraubt. Ich zeige euch das mal anhand der kleinen Kiste, die ich gerade in die Küche gestellt habe. So, das ist natürlich auch alles schön Glasflaschen und das klappert.
Sowas kennt ihr bestimmt alle, ne? Ihr habt alle einen Zewa drum, damit halt nichts klappert und tut und macht. Ich habe eine andere Idee gefunden. Ich habe mir Haarbänder gekauft. Diese weichen Haarbänder. Wenn ihr die hier drum macht, das ist für eine große Flasche gedacht. Ich habe auch welche für eine kleine Flasche. Dann macht ihr die hier drum und alle so in verschiedenen Höhen. Seht ihr? Verschiedenen Höhen. Und die können nicht mehr großartig klappern. Wenn die fahren, dann ist das ruhig. Ja, das ist jetzt hier zum Beispiel für eine große. Und dann packt ihr das da rein und das ist ruhig. Das ist sowas von angenehm und einfach nur im Drogeriemarkt oder wo auch immer solche Gummibänder kaufen, solche Haarbänder. Und dann habt ihr coole Sachen und das Klappern ist weg. Das ist für mich ja immer so ein Ding gewesen. Oh, ich bin wahnsinnig geworden mit Klappern. Ja, und dann passt das auch alles immer wieder schön hier rein. Und alles ist, und hier habe ich im Übrigen auch noch, ich habe mir hier Drehschüsseln gekauft. Die kriegt man ja so, damit ich immer schön so gucken kann, oh, was hast du denn heute, was brauchst du denn? Oder wir grillen. Ja, dann kann ich mal wieder eine neue Grillsoße rausholen. Und wie ihr seht, hier oben sind auch noch solche Gewürze drin, die ich immer wieder brauche. Viele nehme ich ja frisch, beziehungsweise habt ihr auch tiefgefroren. Aber das ist so mein Schnellzugriff. Und ja, man muss halt gucken, wie man sich selber immer organisiert. Für mich ist das eine gute Regelung. Hier wird demnächst noch ein Netz drunter kommen, so ein eine Obsthängematte, damit ich auch mein frisches Obst oder mein Gemüse, wenn ich das schneide, halt rausnehmen kann, hier hinpacken kann und auch direkt schneiden kann. Das ist auch immer eine super Sache. Ja, also so bin ich eigentlich hier organisiert. Klar, ich mache auch viel draußen, aber es gibt doch mal Regen, es gibt auch mal Schnee, es gibt mal Wind oder es gibt mal einen schlecht gelaunten Ehemann oder ich bin mal mies drauf, dann gehen wir uns aus dem Weg. Und dann ist das hier echt so cool organisiert. Ja, ich komme damit gut klar. Und ja, das war eigentlich mal meine kurze Vorstellung von meiner kleinen Küche, die ich ein bisschen erweitert habe. Ja, im nächsten Video zeige ich euch dann mal den Rest des Wohnmobils und wie ich mich da so organisiert habe.